Scrimshaw. Scrimshaw ist ein Begriff, der aus dem 19. Jahrhundert stammt. Es geht hier um eine Gravurtechnik, die beschrieben wird, die auf hoher See praktiziert wurde. Aber die ältesten Kunstwerke der Welt, kleine geschnitzte Figuren aus Mammutzähnen und Knochen, da ist die Wurzel von Scrimshaw verborgen. 40.000 bis 45.000 Jahre alt ist diese Handwerkskunst. Richard Meyer ist einer der wenigen Graveure weltweit, die diese alte Handwerkskunst bewahren. Wir begleiten ihn 4 Tage bei einer Arbeit, die eigentlich Wochen dauert. Am Anfang stehen Motivsuche und einige Skizzen und Fotos. Mit einem befreundeten Ehepaar und deren Husky in einem Wald nahe Stuttgart. Bei der Skizze kommt es darauf an, wesentliche Bewegungsmerkmale vom Hund, vom Husky jetzt in dem Beispiel einzufangen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt am Beginn der Arbeit. Es sind zum Beispiel die Details, wie läuft die Zeichnung um die Augen vom Husky, wie blickt er, wie ist die Mimik, wie bewegt er sich insgesamt. Und diese Faktoren nehme ich mit schnellen Strichen auf und bringe sie zu Papier. Es ist sowas wie eine Überlagerung zwischen Skizze, Foto und ganz wichtig, dem imaginären Husky, den ich dann in meinem Kopf, in meinen Gedanken abgespeichert habe. Und wenn ich das nicht hätte, dann wird es immer nur eine Abbildung bleiben, die ich graviere. Und eine Abbildung schaut zwar nett aus, aber eine Abbildung lebt nicht. Ich verbinde mich mit dem Husky, der sitzt vor mir. Es ist wie ein unsichtbarer Draht, Datenaustausch, der zwischen dem Husky und mir stattfindet. Es ist in 3 oder 5 Linien mehr Input wie in 10.000 Pixels, die eine Kamera oder ein Foto bringt. Und das ist für mich das Wichtige. Mit dem so gewonnenen Material geht es an den Schreibtisch. So. Jetzt habe ich die verschiedenen Skizzen gemacht am lebenden Objekt, am Tier, am Husky draußen. Und da kristallisiert sich dann die Hauptskizze raus, so wie jetzt zum Beispiel die ich hier habe. Jede einzelne Skizze ist wichtig, da sie typische Bewegungen und Blicke des Tieres einfängt. Diese Skizzen dienen letztendlich dazu, dass ich mir als Graveur im Vorfeld genau vorstelle, wie wird das eigentlich später ausschauen in der Umsetzung bei der Gravur. Ganz wichtig ist natürlich wie bei jeder Darstellung von einem Tier die Augenpartie. Das ist das Zentrum, die Seele einer Zeichnung und in dem Fall einer Gravur. Und dann lege ich auch fest hier die Richtung, wie fließt das Fell, wo ist das Fell dunkler. Im oberen Stirnbereich zum Beispiel beim Husky ist es dunkel. Um die Augen rum, ähnlich fast wie bei einer Brille, gibt es helle Bereiche. So übt er quasi bei der Zeichnung die spätere Führung der Gravurnadeln. Diese ganzen groben Richtungen lege ich mit diesen Handskizzen für mich fest. Und ich mache mir jetzt auch schon Gedanken, wie wird das eigentliche Werkstück ausschauen. Ich werde es hier auf eine kleine ovale Platte aus einem Mammutzahn gravieren. Das bedeutet, es wird hier ein Ausschnitt
verwendet. Bis zur Nasenspitze runter, also bis zum Schnauzenbeginn. Im Zentrum die Augen und oben ein Teil der Stirn wird sichtbar werden. Und ich habe auch für mich jetzt so festgelegt, dass ich den Hintergrund links und rechts dunkel gestalten werde, also mit speziellen Schraffurlinien und Gravurtechniken dunkel gravieren werde. Und dazu dienen diese Art von Skizzen im Vorfeld. Es ist, sage ich immer, wie ein Fußballer, der sich aufwärmt, bevor er ins Match geht. Man macht sich vertraut, man wärmt sich auf und man lernt ein bisschen spielerisch das Motiv kennen. Und deswegen mache ich die Skizzen im ersten Schritt, bevor ich dann in die nächsten Arbeitsschritte übergehe. Die große Sorgfalt, die Richard Meier diesen Vorbereitungen widmet, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Die spätere Gravur spielt sich auf einer Fläche ab, die noch nicht einmal die Größe von 2 Daumennägeln hat. Und das fossile Material aus dem Zahn eines Mammuts ist sehr selten und kostbar. Das ist jetzt meine Skizze zum Kennenlernen des Motivs, aber es geht natürlich weiter im Programm. Das bedeutet, ich weiß jetzt, wie ich mein Husky darstellen will, aber was ich mir hier noch festlegen werde am iPad, ich habe hier meine eigentliche Vorlage dann, die ist basierend eben auf einem Foto. Und was ganz wichtig ist während des Gravurprozesses, ist die Richtung der Felllinien. Und das, was ich jetzt hier einzeichnen werde, ist wie bei einer Ampel im Verkehr die Richtung. Also die gibt mir jetzt vor, fahre ich dorthin, fahre ich dahin, darf ich fahren. Bedeutet, ganz einfach, ganz simpel, ich habe hier im oberen Bereich die Haare, ich sehe jetzt, wie die laufen und ich zeichne mir eigentlich nur grob die Flussrichtung des Fells ein, was dann später im Gravurprozess, der sich ja wirklich im mikrokleinen Bereich abspielt, wichtig ist. Denn die Flussrichtung der Haare, gerade hier bei dem Motiv, läuft anatomisch in diese Richtung. Und es kann natürlich passieren oder könnte passieren, wenn man nicht aufpasst, unter dem Mikroskop, dass sich der Winkel der Haare im Gravierprozess ändert. Und dann hat der Husky kein natürliches Fell mehr. Also gehe ich jetzt her und ich zeichne mir hier wirklich nur als Hilfslinien, als grobe Hilfslinien, markiere ich mir die Flussrichtung. Ganz ein wichtiger Prozess, zumindest für mich in der Technik, wie ich so seit vielen Jahren meine Gravuren mache. Der Ausdruck der Vorlage in Originalgröße. Erst jetzt geht es an den Gravurtisch. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Gut, um die Gravur jetzt wirklich zu starten, habe ich eine Schablone ausgedruckt am Computer, basierend auf meine Entwürfe. Und diese Schablone hat die Originalgröße im Prinzip, so wie später die Gravur von der Dimension werden soll. Ein darüber befestigtes Transparentpapier soll nun das Graphit des Bleistiftes aufnehmen, das letztlich die Konturen auf das Werkstück überträgt. Und dann beginne ich ganz vorsichtig mit dem Bleistift Schritt für Schritt die wichtigsten Linien auf Transparentpapier vorzuzeichnen. Also es sind eigentlich die Begrenzungslinien der relevanten anatomischen Punkte. Und so taste ich mich ganz langsam hier mal in dieses Motiv rein. Ab jetzt sind die meisten Arbeitsschritte nur noch unter dem Mikroskop möglich. Auch das äußere, begrenzende Oval des Motivs wird mit übertragen. Jetzt geht es dann zum Schluss noch an die Augen, also praktisch die Konturlinie und die Pupille, und das Auge ist bei jedem Tiermotiv fast das Wichtigste. Ein Blick durch das Mikroskop zeigt die Präzision, die hier gefragt ist.
Im nächsten Arbeitsschritt nehmen wir Deckweiß und dieses Deckweiß dient dazu, dass die Oberfläche von dem polierten Mammutmaterial matt wird. Und jetzt gilt es praktisch, diese Konturen, die wir gerade vorher oder die ich vorher vorbereitet habe, auf das eigentliche Werkstück zu bringen. Ich nehme jetzt eine Stahlnadel, die ich vorne verrundet habe, und mit dieser Stahlnadel fahre ich jetzt ganz vorsichtig mit leichtem Druck die entsprechenden Linien von dem Husky-Motiv nach. Das Graphit der Bleistiftzeichnung bleibt so am Deckweiß haften. So, jetzt haben wir den Arbeitsschritt fertig. Wir haben jetzt die Konturen im oder auf der Oberfläche vom Mammut mit dem Bleistift, mit der Schablone aufgepaust, und jetzt im nächsten Schritt gehe ich mit dem feinen Bleistift nochmal her und präzisiere meine Konturlinien, bevor ich sie dann mit der Stahlnadel gravieren werde. Alles beginnt mit dem Einspannen des Werkstücks in die Gravierkugel. Die feinen Bleistiftlinien werden nun in vielen langen Stunden mit einer Nadel in das Werkstück übertragen. Erst dann kann die eigentliche Gravur beginnen. Jetzt habe ich dieses Material vom Mammutzahn in Form gebracht und auf einen Stahlträger auffixiert, damit ich hier in der Gravierkugel das Werkstück jetzt optimal drehen kann, ohne dass mir etwas verrutscht. Die Konturlinien sind mittlerweile eingraviert und jetzt kommt der nächste ganz wichtige Punkt. Ich habe hier auf ein Wattestäbchen spezielle schwarze Farbe, basierend auf Tusche, und gehe jetzt mit dieser schwarzen Farbe über mein Werkstück, über mein Oval und bedecke komplett die Oberfläche. Und das hat den Grund, ich möchte ja, dass die schwarze Farbe auch in die gravierten Linien reingeht, reinwandert. Und dann nehme ich mir so ein Tuch und wische vorsichtig drüber und siehe da, was passiert. Ich habe die Linien, die ich vorher mit der Nadel graviert habe, auf einmal gut im Kontrast zum Hintergrund schön in mittelgrauer bis dunkler Farbe stehen. Jetzt beginnt die eigentliche Gravur, also das wirklich feine Arbeiten. Mit einer Nadel, feiner als die meisten medizinischen Nadeln, beginnt Richard Meyer mit den Haaren des Huskys. Die Nadel selbst ist aus einem speziellen Stahl gemacht, dass die wirklich diese Spitze behält. Und was jetzt wirklich passiert ist, es ist ein fossiles Material vom Mammut und trotzdem hebe ich da Späne ab. Diese Mammutzähne werden im Sommer in den Permafrostzonen der nördlichen Hemisphäre gefunden und sind ein seltenes Gut. Entsprechend sorgfältig ist sein Umgang damit. Also jedes einzelne Haar in der richtigen Richtung, so wie es auch organisch bei dem Husky oder beim Wolf oder beim Hund wächst, graviere ich jetzt Haar an Haar aus dem Material raus. Zwischendrin gehe ich dann her und setze die Nadel ab und nehme mir dann ein Wattestäbchen mit meiner schwarzen Farbe, gehe mal vorsichtig drüber, über diesen Bereich und simsalabim, wische da drüber und sehe dann, aha, ich komme so dunkel, wie ich es eigentlich vorhabe, in die Schichten rein. Wichtig, das Hell-Dunkel-Spiel bei einer Scrimshaw-Gravur, so wie ich das jetzt hier mache, setzt sich aus zwei wichtigen Faktoren zusammen, die da heißen Tiefe der Struktur und Dichte der Struktur. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder hier mit der Nadel ansetze, in dem oberen Bereich hier vom Husky-Fell habe ich
dunkles Fell. Meine Nadel hat einen spitzen Winkel und dieser spitze Winkel erlaubt mir beim Gravieren relativ tief ins Material einzudringen, einzugravieren. So entsteht Quadratmillimeter für Quadratmillimeter der äußere Haarkranz des Huskies. Eine feinmotorische Konzentrationsübung unter dem Mikroskop. Ich schaue mal nebenher kurz auf meine Vorlage, drehe dann auch leicht das Werkstück, denn die Richtung der Haare, die ich graviere, die fließt nicht immer gleich. Also organisch gesehen fließen die Haare der Form des Kopfes folgend und so muss ich natürlich, wenn ich es präzise machen will, auch arbeiten und vorwärts gehen. Er graviert tausende einzelne Haare der Vorlage in das Werkstück. Immer wieder erfolgt die Kontrolle mit Hilfe der Tusche. Ich versuche hier, den Husky so realistisch wie es geht darzustellen. Ein neues Werkzeug wird für den Einsatz vorbereitet. Der richtige Schliff der Nadel ist sehr wichtig. Damit auch kleinste Kanten vermieden werden, kommt nach der Diamantscheibe nun die Keramikscheibe zum Einsatz. Ich habe jetzt eine andere Passage im Fell, wo es mehr ins Hellgraue geht und deswegen tausche ich jetzt die Spitzen der Nadel und das hängt einfach damit zusammen, der Winkel, der Schliffwinkel der Nadel ist ein anderer und je spitzer der Winkel der Nadel ist, umso tiefer, umso dunkler werden die Strukturen und je weiter der Winkel auseinander geht in der Relation, umso heller kann ich dann Haare vom Husky gravieren. Mit der neuen Nadel geht die Arbeit weiter. Ein sehr langwieriger Prozess unter größter Konzentration und Körperbeherrschung. Schließlich wird die Nadel von Hand im Zehntelmillimeterbereich präzise geführt. Viele Stunden dauert diese Phase der Gravur. Ich muss nochmal. Hin und wieder unterbrochen durch das Nachschleifen des Werkzeuges. Nach einer langen Nachtschicht am Gravurtisch sieht man den Fortschritt. Der äußere Haarkranz ist nun fast fertig. Wenn ich lange und intensiv an einem Motiv sitze, Stunden vergehen, es ist dann oft schon am Abend oder gar in der Nacht. Und wie man heute so schön sagt, ich bin wirklich im Flow, ich bin wirklich tief, tief, tief drinnen im Motiv und ich verschmelze praktisch tatsächlich mit dem, was ich tue. Ich löse mich irgendwie auf. So, dann gehen wir mal ans Auge. Die Herausforderungen wachsen. Das Auge des Huskies ist nicht nur komplexer als der Haarkranz, sondern der wichtigste Bestandteil des Motivs.
Da sagt man ja, da sitzt die Seele des Tieres, die schaut da raus. Und deswegen ist es wichtig, a, dass die Partie um die Augen extrem präzise gemacht wird und b, ja, dass man wirklich versucht, wortwörtlich ein Leben damit reinzubringen. Also man muss wirklich höllisch aufpassen, dass da keine Linie daneben geht und dass man in dem Augenblick wirklich fast in einen meditativen Zustand kommt. Gut, was ich jetzt mache, ist die Partie um die Augen, die versuche ich mal gestochen scharf zu gravieren. Färbe ich jetzt mal ein. Das ist natürlich keine herkömmliche Tusche, schließlich soll sie dauerhaft auf der Gravur bleiben. Was haben wir hier? Wir haben hier die berühmte schwarze Farbe, die ich verwende, um die Gravur Schritt für Schritt einzufärben. Da gibt es verschiedene Arten. Ich habe meine eigene Mixtur, aber ich verwende auch gern die hier, denn die ist relativ dickflüssig, farbecht, haftet gut. So, hier noch eine kleine Korrektur der Außenlinie vom Auge, da wird es jetzt ganz diffizil. Jetzt schweige ich mal kurz, ich muss meinen Atem kontrollieren. Atme kurz aus. Gut, der schaut gut aus. So, jetzt wird nochmal nachgefärbt. Und dann gehe ich an die Pupille. Und bevor ich jetzt an die Pupille gehe, damit alle Zuschauer und Betrachter verstehen, um was es geht, kommt jetzt was Lustiges. Das hier ist ein Streichholzkopf. Der deckt die Augenpartie vom Husky ab. Und in der kleinen Fläche hier graviere ich, da arbeite ich. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum ich sage, ich muss manchmal meinen Atem kontrollieren und somit auch die Bewegung meiner Finger, meiner Hand. So, jetzt punktiere ich ganz vorsichtig die Partie der Pupille vom Husky. So. Und was da jetzt gleich stehen bleiben wird, in der Pupille, in der mikrokleinen, ist der Glanzpunkt im Auge. Der Glanzpunkt im Auge ist im Prinzip die stehen gebliebene, polierte Oberfläche Ich sehe noch hier eine kleine Ecke unten. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. So. Da ein bisschen die Ecke im Auge unten rausnehmen. So. Jetzt schauen wir, wie es ausschaut. Jetzt kommt die Farbe. Und jetzt schauen wir, wie uns der Husky mit einem Auge anschaut. Voilà. So, weiter geht's im Programm. Wir haben hier Stahlpunzen. Stahlpunzen sind eigentlich wie Stempel, formgebend für die Oberfläche des Materials. Also, das bedeutet, ich habe eine spezielle Spitze mit einem speziellen Schliff, den ich mir drauf gemacht habe. Ich habe hier einen Hammer und mit dieser Schlagbewegung schlage ich Mattierungen oder Strukturen in die Oberfläche vom Material.
Ich forme die Nase. Ein Husky hat ja keine glatte Haut auf der Nase wie ein Mensch, sondern es sind tiefere Strukturen und Poren drinnen. Im Fachjargon nennt sich das auch der Nasenschwamm, weil eben die Oberfläche so wie ein Schwamm Vertiefungen hat. Und diese Vertiefungen arbeite ich jetzt mit einem sogenannten Stahlpunzen vor. Ich gebe jetzt ganz feine Vertiefungen, die ich reinhämmere und gebe dadurch praktisch die erste Grundstruktur in die Nasen. Und im nächsten Schritt gehe ich dann her mit meiner Nadel, die ich da jetzt die ganze Zeit verwende, und gebe dem Ganzen eine plastische Form. Bedeutet, die dunklen Töne, die Mittelgrautöne, die Schattierungen dazwischen, die erreiche ich dann wieder mit der Nadel, und mit dieser Nadel überlagere ich die vorpunzierten Strukturen. Ich arbeite wie beim Ölgemälde in 2, 3 Ebenen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, zumindest in meiner Technik. Ich punziere erst und gehe nachher mit der Nadel in die nächsten Ebenen. Wie hier beim zweiten Auge gibt es immer wieder Prozesse, die nicht korrigierbar sind. Ein Fehler an dieser Stelle würde die Arbeit vieler Tage zerstören. Daher ist immer wieder höchste Konzentration geboten. Noch ein kontrollierender Blick und einige wenige kleine Nachbesserungen. Manchmal gibt es Stellen in einer Gravur, die ich aufhellen möchte, weil sie einfach im ersten Schritt zu dunkel geworden sind. Dazu nehme ich einen Zahnstocher, den ja jeder kennt, und den spitze ich mir hier mit so einem Schneidemesser noch viel, viel spitzer zu und tauche diesen dann in eine Polierpaste ein, um mit dieser Polierpaste am Zahnstocher hinterher an den Passagen, wo ich denke, das muss etwas heller werden, vorsichtig überzupolieren und dadurch diesen ganzen Bereich heller zu machen. Der Husky scheint den Betrachter lebendig anzuschauen. Und das auf einer Fläche kleiner als 2 Daumennägel. Das Meisterwerk ist vollendet. Richard Meyer scheint wahrhaftig mit seinem Motiv verschmolzen zu sein. Nach vielen Stunden in diesem Mikrokosmos taucht er nun wieder auf. Seine Arbeiten bekommen nur wenige Menschen zu Gesicht. Zu aufwendig ist deren Herstellung. Seine Gravurobjekte finden sich hauptsächlich in den Vitrinen und Tresoren von Sammlern und Kunstliebhabern, aber auch in Kollektionen internationaler Luxusmarken wieder. Unser Team hat Richard Meyer 4 Tage begleitet. Und doch konnten wir nur Ausschnitte seiner Arbeit zeigen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.